Hallo zusammen, heute geht es um Thailand, aber nicht um Strände, nicht um Tempel, nicht um gutes Essen, sondern um eine Lebensphilosophie. Sabai, Sabai. Wer schon einmal längere Zeit in Thailand war, hat diesen Ausdruck wahrscheinlich gehört. Wörtlich lässt sich Sabai mit wohl, angenehm oder entspannt übersetzen. Doch Sabai ist viel mehr als nur ein Wort. Es beschreibt eine Haltung zum Leben, nicht jede Kleinigkeit zum Problem machen, nicht ständig unter Druck stehen, nicht jede Minute perfekt planen. Einfach etwas gelassener bleiben. Und genau das unterscheidet Thailand in vielen Situationen von westlichen Gesellschaften. Bei uns geht es oft um Leistung, mehr erreichen, mehr verdienen, schneller werden, produktiver sein. Natürlich hat das Vorteile. Ohne Disziplin entsteht selten langfristiger Erfolg. Aber irgendwann stellt sich eine wichtige Frage. Wann reicht es? Wann ist es wirklich genug? Die Weltgesundheitsorganisation erkennt Burnout inzwischen als arbeitsbezogenes Phänomen an. Stress und dauerhafte Überlastung sind in vielen Industrieländern ein großes Thema. Vielleicht können wir deshalb etwas von Thailand lernen. Nicht weniger arbeiten, sondern bewusster leben. Sabai bedeutet nämlich nicht Faulheit. Es bedeutet auch nicht, keine Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet viel mehr, unnötigen Stress nicht größer werden zu lassen, als er ohnehin schon ist. Ich glaube, genau darin liegt eine Stärke. Gerade digitale Nomaden können davon profitieren. Denn wer ständig reist, neue Länder entdeckt und online arbeitet, lebt ohnehin in einer besonderen Situation. Man muss sich organisieren, neue Visa verstehen, Flüge buchen, Unterkünfte finden, Kunden betreuen und gleichzeitig möchte man das Leben genießen. Ohne innere Balance funktioniert das auf Dauer nicht. Deshalb gefällt mir der Gedanke von Sabai. Nicht alles kontrollieren wollen, nicht jede Veränderung sofort bekämpfen, sondern manchmal akzeptieren, dass das Leben seinen eigenen Rhythmus hat. Thailand vermittelt genau dieses Gefühl. Man sitzt in einem kleinen Café, trinkt einen Kaffee, schaut den Menschen zu und plötzlich merkt man, die Welt dreht sich auch weiter, wenn man einmal langsamer wird. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir unsere Ziele aufgeben sollten. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Gelassenheit und Disziplin gut zusammenpassen. Morgens konzentriert arbeiten, Verantwortung übernehmen und danach bewusst abschalten. Und das wäre für mich die ideale Kombination. Westliche Zuverlässigkeit und thailändische Gelassenheit. Vielleicht entsteht genau daraus die beste Form von Freiheit. Nicht nur erfolgreich sein, sondern auch gesund bleiben. Mein Fazit: Sabai ist keine Wunderformel, aber vielleicht eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass Erfolg und Lebensqualität kein Widerspruch sein müssen und dass wir manchmal mehr gewinnen, wenn wir einen Gang zurückschalten. Was denkt ihr? Könntet ihr euch einen entspannteren Lebensstil vorstellen oder braucht ihr den täglichen Leistungsdruck? Schreibt es gerne in die Kommentare.